I've died 6 times. So it's not a good feeling. The first time I took it, I died. And then I got Narcan and brought back to life. It just became so addicting, though, that I couldn't stop. Without it, I feel sick. I mean, really, really bad. Wir sind in Downtown Seattle. Vor mir ist die Third Avenue, der Drogen-Hotspot, ganz im Zentrum der Stadt. Das Drogenproblem, die Opioid-Krise in Amerika ist hier deutlich sichtbar. Besonders beliebt ist Fentanyl, eine Droge, die aus Mexiko hineingeschmuggelt wird und die man hier, wie man uns sagt, für 75 Cent $1 schon kaufen kann. We're out here all day, and then they pee in those corners. They use the bathroom in those corners. I mean, it's not good. And then you've got people that walk around here who've been beat up and raped the night before that come out here and they have to walk the streets like that and then people have to see that too. Sind solche Bilder wie aus Seattle auch hier bei uns in Österreich vorstellbar? Darüber spreche ich jetzt mit Regina Walter-Philipp, der ärztlichen Leitung der Suchthilfe Wien. Nein, wir können uns das hier wahrscheinlich nicht vorstellen und es ist auch aktuell eher nicht zu erwarten. Woran liegt es? Zum einen ist Fentanyl in Österreich als Schmerzmedikation zugelassen und als solches völlig anders in der Handhabung von der Verschreibung als in den USA. Dort wird das recht locker verschrieben. In den USA begleite ich Streetworker von We Deliver Care, einer Hilfsorganisation finanziert von der Stadt Seattle. Die Männer, die ich begleite, sind jeden Tag downtown unterwegs. Shawn ist schon ein paar Jahre dabei und zeigt mir, was er in seinem Rucksack mit auf die Straße nimmt. So these are snack packs that we make in the office right here. A lot of water, socks and clothes if they need it. This is the first aid kit, Band-Aids. We do pass out cigarettes, you know, so when we need to de-escalate somebody or somebody's not having a bad day. These work wonders right here. These is the Narcan right here. So when somebody overdoses, this is what we injecting them, and then we call 911 and get the ambulance and everybody come out, you know what I'm saying? We do chest compressions and everything too and try to save their life. This is the main ingredients to what we need in our backpack right here. And where would you inject them? Any soft tissue. Sie müssen sich vorstellen, der Patient ist überdosiert, liegt vor Ihnen. Sie denken sich, vielleicht ist ein Opioid dahinter. Ich verabreiche ihm Naloxon. Der Patient wacht relativ rasch wieder auf und denkt sich, na toll, jetzt haben Sie mich aus dieser Überdosierung rausgeholt und steht dann häufig auf und geht. Und das ist dann natürlich wahnsinnig gefährlich, weil eine Viertelstunde später kann es passieren, dass die Überdosierung wieder zurückkommt. Darum sind wir dann natürlich schon zurückhaltend und setzen dieses Medikament wirklich nur dann ein, wenn die Lebensbedrohung tatsächlich schon da ist. Naloxon wirkt bei jedem Opioid. So what's our plan now? Where are we going? Where are we headed? We're going to Third Avenue project. We're going on Third Ave. Downtown Seattle always has had a drug problem with the crack pandemic and the heroin pandemic. This one right here is just way worse than all those other drugs. This one's a whole nother monster. Wir machen uns auf den Weg. Shawn und seine Kollegen sind bekannt auf den Straßen von Seattle. An der Third Avenue angekommen, geben sie uns FFP2-Masken, damit wir nicht passiv zu viel Fentanyl einatmen, wenn wir uns durch die großen Gruppen von Abhängigen bewegen. In den USA sind allein 2023 über 80.000 Menschen an Opioid-Überdosen gestorben. In den 1990er Jahren wurden dort Kranken auch mit leichten Beschwerden oft Schmerzmittel mit Opioiden verschrieben. Zum Beispiel das Medikament Oxycontin von Purdue Pharma. Der Pharmakonzern bewarb es auch in TV-Clips. Some patients may be afraid of taking opioids because they're perceived as too strong or addictive, but that is far from actual fact. Less than 1% of patients taking opioids actually become addicted. Das Suchtpotenzial von Oxycodon liegt laut Studien tatsächlich über dem von Morphium. Auch krass, schon eine Bleistiftspitze Fentanyl kann für eine Überdosis reichen. Hier in Österreich ist das Fentanyl als Suchtgift über das Suchtmittelgesetz geregelt. Deshalb ist auch die Verschreibung natürlich sehr aufwendig. Das ist ein sehr wichtiges Medikament. Das ist auch als unentbehrliches Medikament von der WHO so gelistet worden. To me, I started from doctor. My doctor write me fentanyl, and after that my doctor stopped the fentanyl. I started biting from the street. I was addicted to opiates before, the painkillers, and my doctor was a bad doctor and she would just flush them to me. And then I got so addicted that I looked for something stronger. Also wir sehen das ganz, ganz selten, dass jemand aus einer Schmerzmedikation heraus eine Opioidabhängigkeit entwickelt. Wir haben tatsächlich Patientinnen, die Opioide vom Schwarzmarkt kaufen. Das ist nicht Fentanyl. What does it smell like? It smells like burnt rubber and burnt peanuts to me. I had an incident last week when I was riding the bike. I was passing McDonald's and I got a cold whiff of fentanyl. It hit me. I was like, oh, and man, I had a headache for the rest of the day. I smoke a lot of fentanyl. Probably like a ball and a half a day, which is way more than average. That seems a lot better than cocaine.
like a little bit of a rush, but then you'll feel no more pain. When first I started, it's fun for me, but later on I figured out it's not fun because I see a lot of deaths in the street. I mean, you see the fire department every 5 minutes saving somebody's life right here. That's not fun. How often do people die out here? Almost 3 a day down here. Okay. Yeah. Just the other day, my sister passed away. They found her in her room. She passed away, I believe, of fentanyl. I'm not sure, but yeah. It's hard. I've been raped 7 times. Eventually, after a while, you build a breastplate for it, and you become tough. You got to get up, think of a way to make money so you can get your fix, and then keep doing that. There's no rest, and I don't recommend it to anybody. Wir sind hier in einem sehr engen Austausch mit den Klientinnen. Da ist Fentanyl überhaupt keine Substanz, die beliebt ist oder die Patientinnen am Schirm haben. I was off of it for 60 days, and I was incarcerated, and I got out. And as soon as I got out, I went around the corner, and there it was, and I was doing so good. I mean, I looked so healthy. I looked like myself, and I took that first hit, and I died immediately. And then I'm worse than I am before I got back on it. You know, locking people up is not probably the best option because all it's doing is making it worse for us becoming addicts. You know, like we're being more addicted to it because you're keeping us away from it instead of giving us the actual resource that we need, which is detox. Ich kann mich ehrlich gesagt an keinen Fentanyl-Fall bei uns erinnern, der mit einer Abhängigkeit bei uns gelandet ist. Aber wenn das schon länger bestehen würde, würden wir das handhaben wie bei jedem anderen Opioid und eine Opioidersatztherapie anbieten. Die Patientinnen kommen, man muss praktisch die Diagnose einer Opioidabhängigkeit stellen. Dann werden die in ein paar Tagen praktisch auf diese Substanz hochdosiert und nehmen das dann tatsächlich einmal am Tag. Im allerbesten Fall, das weiß man heute, machen sie das lebenslang. Es gibt zum Beispiel Substanzen, mit denen ist man sehr klar im Kopf, mit denen kann man gut arbeiten. Wenn ich sonst nichts dazu konsumiere, wird die dieselbe Lebenserwartung haben wie jeder andere Normalbürger auch. I see myself wanting to have a future and stop doing this, but the reality is probably not because I'm so addicted to the drug that getting off of it is going to take a lot of support, and it's not easy. I'm just going to be honest, it's not. I don't see myself being off of it in the next 2 or 3 years. That's going to be rough, but I'm still, I'm going to do it though. You know, I got to sober up and take care of me. So, yeah, and then with the help of WDC and, counseling, I can do it. This is not who I am. I've never done drugs before. I never stole things before. I never had to do that. I was a working mother. I lived like a middle-class life. That's what I built for myself. I went to college. I got a high school diploma, college degree, and I could be doing better, but it's just this drug. It's addicting. It has you out here all the time. All the time.